Wir haben Tetsuya Itani, CTO und Chief Engineer von Technics auf der HIM 2019 in München getroffen. Der Chefentwickler ist maßgeblich an der erfolgreichen Renaissance der japanischen Kultmarke beteiligt gewesen. Was es auf dem Weg der Wiedergeburt so alles für Schwierigkeiten gab und warum ausgerechnet der digitale Hi-Res-Boom den legendären SL1200 Plattenspieler gerettet hat, verrät Herr Itani gleich selbst. In der zweiten Hälfte des Gesprächs lernen wir etwas mehr über ihn persönlich. Und wir werfen gemeinsam mit ihm einen Blick in die Zukunft und die technologische Ausrichtung der Marke Technics. Wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Doch jetzt erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung beim Interview. Lassen Sie uns bitte noch einmal kurz darüber sprechen, wie Technics wiederbelebt wurde. Okay, also im Jahr 2010 gab es relativ weitreichende organisatorische Veränderungen bei Panasonic. Zuvor waren Video und Audio zwei verschiedene Abteilungen. Und nun wurde das zusammengelegt. Ich war in der Videoabteilung und arbeitete an den qualitätsorientierten Produkten. Zu dieser Zeit bat mich der Leiter der Division, die Jungs aus der Audioabteilung zu unterstützen. Weil bei Panasonic das Audio zu gewöhnlich geworden war. Nichts für qualitätsbewusste Menschen. Man dachte sich also, dass eine solche Maßnahme für Panasonic Audio gut wäre, dass es ein Anfang sein könnte. Also habe ich mit unseren Ingenieuren daran gearbeitet, die Klangqualität zu verbessern. Wir konnten natürlich auch bei der Vermarktung helfen. Wir begannen mit einem kleinen Micro-Kompakt-System, dem SCC PMX5. Das war eigentlich ziemlich gut und wurde auch gut angenommen auf dem europäischen Markt. Das hat unseren Ingenieuren damals natürlich Mut gemacht. Also sind wir eine Qualitätsstufe höher gegangen, den PMX9. Der konnte bereits Hi-Res. Und genau zu dieser Zeit begann die größere Verbreitung von Hi-Res und die Qualität wurde wirklich gut. Das Format wurde auch besser verfügbar. Wir dachten also, das ist eine gute Chance, ein Geschäft in Richtung Qualität auszurichten. Und dabei reden wir zunächst erstmal nur davon, wie man Technics als Marke wiederbelebt. Würden Sie sagen, dass die Wiederaufnahme bei Technics eher in den wachsenden Hi-Res und High-End-Möglichkeiten begründet ist? Nicht so sehr dem Wiederaufleben der Vinyl-Leidenschaft? Liegt der Fokus hierbei eher auf der digitalen als auf der analogen Seite? Zu dieser Zeit, von der ich gerade sprach, fokussierten wir uns auf das Digitale. Es gab keine Technologien für das Analoge mehr. Das war ein großes Ding, ein großes Problem für uns. Also haben wir erstmal digital angefangen. Aber wir wussten natürlich, dass wenn wir den Restart von Technics bekannt geben, dass es erwartet wird. Und dabei kam noch eine ganze Menge, was wir nicht erwartet hatten, auf uns zu. Wir mussten uns also unweigerlich der Frage stellen, wie können wir die Plattenspieler reproduzieren? Was war schwieriger, die Menschen mit dem Know-how zu finden oder das Werkzeug und die Maschinen in Betrieb zu setzen? Da wir hauptsächlich aus Digitalmenschen bestanden,
hatten wir die Motortechnologie und die Motorsteuerungstechnologie nicht und auch keinen passenden Tonarm. Technology and motor controlling technology and some kind of the tone arm or something very, the high precision mechanical Das sind hochwertigste Mechaniken. type of the engineer we don't have. So Also haben wir einige von den alten Some of the, Jungs, vielleicht um die 80 zu dieser boys. Zeit, gefragt und die haben uns versprochen zu helfen, wenn wir sie unterstützen. at that time proposed us to support them. So Speziell in den zwei Feldern, dem Motor und dem field. Tonarm. One is the motor, and the other is the tonarm. Sie haben also Unterstützung aus der Technics-Vergangenheit und Firmengeschichte. Actually, in case of the motor control, Ja, im Fall der Motorstörung haben wir sogar den Mitarbeiter gefunden, der damals den SP10 Mark II entwickelt hat. Ja, und bei den Tonarmen den Ex-Ingenieur, der am alten SL1200 gearbeitet hat. The ex-engineer who is working for the old SL1200. Welche Technics-Geräte nutzen Sie denn persönlich zu Hause? My home? I'm right now using the Zurzeit nutze ich einen SL1200 SL1200 GAE und ich habe mir vor kurzem einen SL1000 I'm bestellt. just ordered SL1000. And also I have the Und ich habe auch STG einen design, STG30, den Netzwerkserver. Server. Was hören Sie musikalisch am liebsten? Many genres that actually. Eigentlich viele Yes, Genres. I have right now that we In den letzten 10 Jahren habe ich hauptsächlich Klassik I enjoy the genossen. classical music. So, Ich habe ein paar I Stücke der really Berliner Philharmonie wirklich lieben from gelernt. the, Berlin Philharmony. I really enjoy it. Also hauptsächlich Klassik? Right now. Im Moment schon. I also, Ursprünglich actually, bin ich I mit brought einer up Form with von the, some Rockmusik kind of rock aufgewachsen. music, like, Beatles, or Led the, Zeppelin oder Queen. the Queen as well. Und wir hatten auch etwas Also, Popmusik I aus den have USA. some, The Popmusik Carpenters from oder the, Simon United Garfunkel. States, the Carpenters or the SNG or something like that. Was ist das, was Sie mit Technics verknüpft? Gibt es einen Technics-Moment, einen ersten prägenden Kontakt? My first, my first contact. My first contact is Meinen ersten Kontakt hatte ich, als ich noch zur Junior High School ging. Zu dieser Zeit hatte mein Vater ein komplettes Stereo-Set von Technics gekauft. Ich war natürlich schwer beeindruckt davon damals. Und als ich Student an der Universität war, wie soll ich es sagen, wir nannten es Arbeit auf Japanisch. Da hatte ich einen Nebenjob und habe etwas Geld verdient. Davon habe ich dann meine ersten Audiosysteme gebaut. Sehr, sehr einfache Systeme. Den Verstärker hatte ich selber gebaut und den Lautsprecher auch. Aber damals konnte ich noch keine Tuner oder Player bauen und habe mich für einen Technics-Tuner entschieden. Es war ein ST 8600, glaube ich. Und ich wollte natürlich unbedingt den Technics Plattenspieler, der aber leider damals zu teuer war für mich. Konnten Sie sich zu dieser Zeit schon vorstellen, später mal für ein Unternehmen wie Technics zu arbeiten? Als ich bei Panasonic anfing, hoffte ich, dass ich zu Technics komme. Mein erster Job war ein CD-Player von Technics. Das war natürlich ein großes Glück für mich. CD-player with the Technics brand, so it was very, very lucky to me.
Was ist die aktuelle Ausrichtung in der Technics-Forschung? Das Analoge zu perfektionieren oder in eine digitale Zukunft zu wachsen? Wo sehen Sie den Schwerpunkt? So we are talking about the source material itself. Wenn wir nur über das reine Quellmedium sprechen, glaube ich persönlich, dass beides, analog und digital, in Zukunft koexistieren werden. Analog wurde schon mal totgesagt und es hat sich wieder erholt. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark ist. Es ist nicht das große Ding am Markt, aber es hat Stabilität. Naja, und digital sowieso. Im Falle von digitalen Medien wird sich das Format sicherlich von etwas Physischem hin zum Internet oder einer anderen Übertragungstechnologie entwickeln. Ich denke, im Falle von Technics werden wir beide Ebenen verfolgen. Analog und digital parallel zueinander. Wie glauben Sie, wird ein HiFi-System in 10 oder in 20 Jahren aussehen? Ich glaube, da sprechen wir von zwei Typen, weil die einen, wir nennen sie die HiFi-Menschen, relativ konservativ sind. Wenn Sie mal 20 Jahre zurückschauen, gibt es da keine große Veränderung. Diese Menschen haben also 20 Jahre später vermutlich immer noch denselben Geschmack, richtig? Im Gegensatz dazu gibt es den Typen Mensch, der seine Musik mit einem wie soll ich es sagen? Lieber mit einem unsichtbaren System hören möchte oder sowas in der Art. Gibt es auch sowas wie Kooperationen von Panasonic und Technics in Form von beispielsweise Fernsehgeräten? Oder wird Technics entkoppelt von den Bildtechnologien bleiben? Yeah, so Or will it stay like disconnected, like Technics being separate? Das glaube ich nicht. Wir haben erst vor kurzem einen TV vorgestellt, den wir Tuned by Technics nennen. Um genau zu sein, hat unser Ingenieur in diesem Fall mit den TV-Mitarbeitern daran gearbeitet, die Klangqualität der großen Bildschirme, speziell der OLED-Systeme, zu verbessern. Die technischen Erkenntnisse, das Know-how und die Technologien von Technics können also die Entwicklung der Panasonic AV-Produkte unterstützen. Bevorzugen Sie eher digital oder analog? Ich denke beides. Beide Seiten bedienen unterschiedliche Arten von Freude beim Hören.